Die letzte Woche verging irgendwo zwischen den letzten Sommertagen und dem ersten Tragen eines Wollpullis. Die Sonne versinkt täglich merklich früher am Himmel und meine Uhr tickt, denn ich muss mich entscheiden. Will ich gehen oder will ich bleiben? Da geht sie, die Herbstsonne. Ich muss sagen, die Sonnenuntergänge werden gerade noch mal so unglaublich schön hier. Es ist wirklich jeden Abend ein Spektakel, das ich einfach nur aufsaugen möchte. Und das muss ich auch, denn es wird bald Zeit für mich zu gehen. Es wird vielleicht Zeit für mich, das Tiny House zurückzulassen und hier zurückzulassen, Deutschland zurückzulassen. Und ich will gehen und will bleiben und bin irgendwie zwischen den Stühlen. Ich bin noch mal so richtig in den Spätsommer eingetaucht und hatte fast Frühlingsgefühle. Es sind einfach gerade die allerschönsten Tage hier. Es ist der Wahnsinn. Es hat 26 Grad. Es ist der schönste Ort auf der Welt. Aber ich kann halt auch nicht alles haben und ich habe so Bock weiterzureisen. Im April habe ich mein Wohnmobil in Griechenland stehen gelassen und wollte es eigentlich 4 Wochen später abholen und damit weiter in den Osten reisen. Nur irgendwie habe ich es nicht gemacht. Ich bin in Deutschland geblieben. Ich war reisemüde, ich brauchte meinen Hafen und nun fällt es umso schwerer, wieder abzulegen. Es ist soweit, der erste Kürbis ist dran. Ich habe schon 2 Kürbisse geerntet und war noch so ein bisschen verhalten, weil wenn man Kürbis kocht, das ist schon wirklich sehr, sehr herbstlich und irgendwie wollte ich das jetzt auch noch nicht so haben. Deshalb gibt es heute einen Kürbis-Curry. Das finde ich noch nicht so herzig wie so eine Kürbissuppe, sondern so ein ganz gutes Zwischending. Das Curry gibt es mit Linsen. Boah, ey, die Farbe passt so schön zu dem Kürbis. Die letzten Wochen waren einfach zu leben. Ich wusste immer so grob, was mich erwartet und habe verhältnismäßig routiniert meinen Alltag gelebt. Der Gedanke, mein Wohnmobil in Griechenland abzuholen, rückte in weite Ferne. Oh. Ich habe Kokosmilch, die komplett fest ist. Außerdem Currypaste. Und jetzt Feuer. Warum also in die Ungewissheit ziehen, wenn die Komfortzone doch so wunderbar bequem ist? Eigentlich wäre es ja auch ganz verlockend, einfach hier zu bleiben. Und ziemlich sicher habe ich auch Angst davor, was es mit mir macht, wieder unterwegs zu sein. Ich habe Angst vor dem Wahnsinn, der mich ergreifen könnte und mich glauben lässt, alles sei möglich. Und Entscheidungen, die ich in diesem Zustand treffe, machen mein Leben erfahrungsgemäß nicht einfacher. Heutiges abendliches Hula Hoop mit Kühen im Hintergrund, die man jetzt nicht sieht. Da ganz klein sind sie. Ich wollte jetzt nicht zu nah hin, weil ich dachte, ich weiß jetzt nicht, ob die meinen Musikgeschmack teilen. Ich habe schon eigentlich ein ganz gutes Leben und das ist Fluch und Segen zugleich. Es ist einfacher, etwas im Leben zu verändern, wenn die Hütte so richtig brennt. So war das bei meiner ersten großen Reise und ich wollte einfach weg und das hat den Aufbruch sehr viel einfacher gemacht. Doof war nur, dass es dann auch erstmal kein schönes Gefühl war, wieder zurückzukommen. Und ich bin froh, dass es mittlerweile anders ist und ich weiß, dass ich jederzeit zurückkommen kann und das auch okay wäre. So von meinem Gefühl her bin ich noch nicht mal im Spätsommer, Herbst angekommen, noch lange nicht. Aber in meinem Kopf bin ich schon bei Weihnachten. Das hier ist wirklich der komplette Online-Shop. Ich habe einen Online-Shop für handgemachten Schmuck. Und es ist so lustig, weil man arbeitet da so viel Holz und am Ende passt dann alles in eine Box. Weil das halt klar sind kleine Teile, sind Ohrringe, Ketten. Aber es ist jedes Mal irgendwie skurril, wo ich mir denke, das ist mein Online-Shop. Eine Kiste. Aber egal. Und ich muss jetzt den Bestand ganz dringend checken und ja, ein bisschen durchgucken, was wir jetzt noch produzieren müssen, damit eben auch genug da ist fürs Weihnachtsgeschäft. Es ist gar nicht so einfach, das irgendwie vorzuplanen. Es ist eigentlich auch gar nicht möglich, das exakt vorzuplanen, aber ich versuche so nah wie möglich ranzukommen.
Logischerweise muss ich auch die Materialien zählen und gucken, was ich da noch nachbestellen muss, damit ich dann auch alles Holz verarbeiten kann, was wir produzieren werden. Ja. Morgen. Es gab heute Nacht einige Komplikationen. Komplikation Nummer 1. Da war eine riesige Spinne. Deswegen musste ich mit dem Kopf nach hier schlafen. Aber das kann ich jetzt wieder ändern. Sie hat sich verzogen. Komplikation Nummer 2, es war arschkalt. Ich hatte heute Nacht so 8 Grad, 7, 8 Grad. Also irgendwie, ich heize aktuell noch nicht, weil es soll auch noch mal auf über 20 Grad hoch. Deswegen, ja, sehe ich das gerade noch nicht ein. Aber es war wirklich kalt, deswegen werde ich jetzt hier mal auf das Winterbett umsteigen. Wenn ich das gestern Abend schon gemacht hätte, das wäre echt Premium gewesen. Oh, okay. Strom sieht nicht so rosig aus. Aktuell 13% Akku. Das ist nicht viel. Aber gerade kommt zumindest ein bisschen Sonne rein. Das ist gut. Und die beste Zeit im Jahr beginnt. Filzstiefelzeit. Gewächshaus. Oh mein Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet. Hier ist ja sogar noch ein bisschen was zu holen. Sogar ziemlich viel. Es gab hier gestern Abend einen sehr traurigen Zwischenfall. Und zwar ist ein Siebenschläfer in der Regentonne ertrunken. Oh, und das ist einfach so schlimm. Und ich hatte schon mal so Bretter in den Tonnen, aber irgendwie waren die jetzt weg, keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt wieder Bretter geschnitten und verteile die auf die Tonnen. Das ist nämlich echt wichtig, damit falls ein Tier in die Tonne fällt, dann können die sich darauf quasi retten, weil am Rand kommen die eigentlich nicht hoch. Und es tut mir irgendwie so leid und naja, ich will jetzt gar nicht weiter drüber reden. Die Bestattung hat stattgefunden und es war sehr traurig. Wasser in der Regentonne ist super, aber was nicht so super ist, wie viel Wasser für eine einzige Jeans in der Herstellung verbraucht wird. Es war mir auch nicht bewusst, dass wirklich die Jeans mit der größte Umweltsünder des Kleiderschrankes ist und deswegen freue ich mich, dir heute Abend Angels vorstellen zu dürfen, die sich darauf spezialisiert haben, nachhaltigere Mode zu produzieren. In der Kleidungsindustrie gibt es so viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann, um Kleidung nachhaltiger zu gestalten. Und bei Armed Angels kann man da wirklich einen sehr guten Überblick bekommen, was das bedeuten kann. Man kann recycelte Materialien nehmen, man kann Biomaterialien nehmen und Armed Angels ist da wirklich vollkommen transparent. Ich sehe zum Beispiel, dass dieser Pulli hier ist aus 100% Wolle, was schon mal ein super Material ist. Und davon sind 50% Bio-Wolle und die anderen 50% recycelte Wolle. Mit einem Kauf bei Armed Angels unterstützt du die Kleidungsindustrie, einen kleinen Ticken nachhaltiger zu werden. Dabei ist natürlich klar, dass du jetzt mit dem Kauf von einer Detox Denim nicht die ganze Welt rettest, aber es ist natürlich auch für mich persönlich schön, keine giftigen Chemikalien am Körper zu tragen und allein das ist schon mal ein riesen Fortschritt. Mit meinem Code ROSAGOLD15 sparst du 15% bei deinem Einkauf bei Armed Angels. Alle Infos und Links sind in der Infobox. Ich wünsche dir viel Spaß beim Stöbern. Ich dachte mir, ich mache es mir mal einfach diesen Herbst und produziere mal ein bisschen Anzündholz. Ich bin ja echt nicht die Beste im Feuer machen. Und das A und O ist gutes Anzündholz. That's why. Dass ich mich noch nicht selber schlagen habe, ist ein Wunder. Ich habe mich gewundert, warum das so krass raucht und habe eben gesehen, als ich mit der Taschenlampe reingeleuchtet habe, dass da übel der See drin ist. Habe ich gar nicht gesehen davon, weil es so dunkel war. Bisschen ein Fail. Aber ansonsten geht es voll von der Temperatur her. Ich habe hier meinen Poncho an. Ich habe leider alle meine Wintersachen im Wohnmobil. Super! Aber ist wie es ist. Irgendwie stürzt mich so
das mit dem Herbst wirklich ein bisschen in der Krise. Halt auch, weil, ja, es ist nicht so schlimm, dass all meine Wintersachen im Wohnmobil in Griechenland sind, aber es ist generell jetzt an der Zeit, mal mein Wohnmobil zu holen oder einfach mal wieder was mit dem Wohnmobil zu machen. Man sagt ja immer, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, aber warum sollte ich denn jetzt gehen, wenn es gerade hier am schönsten ist? Für ein bisschen Motivation und Rat fahre ich zu jemandem, der immer einfach macht. Moritz! Hey Anna! Moritz, bei dir blüht es überall. Ja, der Topinambur ist so die letzte Pflanze, die hier noch richtig schön blüht. Ansonsten ist es ja schon wieder fast vorbei, das Gartenjahr. Ja, hast du Angst? Ich hoffe, das wird ein strenger Winter, weil ich mag es total hier in der total verschneiten Natur irgendwie abzuhängen. Drinnen ist es schön warm, es brennt ein Feuerchen und draußen ist es eisig kalt. Und bist du im Sommer weit gekommen? Auf jeden Fall habe ich fast alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe, ja. Zeig mal. Kommt mit rein. Hier im Bad hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Da ist auf jeden Fall hier beim Teil der Wände schon der Unterputz dran. Hier an der hinteren Wand fehlt noch die komplette Heißwasserinstallation. Deswegen bin ich da jetzt auch noch nicht so richtig weit gekommen. Was ist denn das hier überhaupt? Das ist das Bad. Was baust du denn? Ein Tiny House. Oh, ich merke gerade, die Tür ist offen. Jetzt aber. Ja. Hier drin ist auch schön angenehm warm. Ja, also dazu möchte ich sagen, es hat 24 Grad? Nee. Doch, 24,7 Grad. Hier. Genau. Der Moritz heizt nämlich schon. Ansonsten sind hier jetzt alle Wände verputzt. Es sieht unglaublich krass aus. Hier, ich gehe mal nach hinten. Das ist ein riesen Raum jetzt. Wahnsinn. Kochen mit selbstgemachtem Strom ist doch eine tolle Sache. So, du willst wahrscheinlich wieder einen Ingwertee, ne? Ja. Wow, es ist wunderschön. Ja, im 100-Wasser-Stil gebaut, also What? ohne Wasserwaage. Ich nehme mir immer ganz viel vor, aber das tut mir auch gut, weil so kann ich selber mich motivieren. Lieber think big quasi und es wird dann ein bisschen kleiner, aber sich viel vorzunehmen ist eine gute Sache, dann schafft man auch richtig viel. Ich habe aber auch Angst davor, wenn ich sage, ich mache irgendwas und dann mache ich es nicht. Also, dass ich mir was zu viel vornehme und dann enttäuscht bin, weißt du? Es ist ja dann trotzdem irgendwie ein Gewinn, weil man merkt, okay, so geht's nicht. Und vielleicht das nächste Mal nicht ganz so hohe Ziele setzt, aber trotzdem noch ziemlich hoch. Einfach um was zu schaffen. Also hätte ich das nicht gemacht, würde das Haus hier nicht stehen. Ich habe einfach gedacht, ja, ich mache das jetzt. Ich habe mir so in den Kopf gesetzt, ich will das, ich will das, ich will das. Das Schöne ist, dass man immer wieder Fehler macht und daraus lernen kann. Ja, mein Wohnmobil abholen zum Beispiel. Ja, okay, das ist never ending story, sag ich mal. Nee. Ja. Das kenne ich von mir selber auch, klar. Ich nehme mir manchmal auch Sachen vor, die ich dann nicht schaffe. Ja, und das dann loszulassen, weißt du? Das loszulassen ist gut, ziemlich okay, ich schaffe schwierig. das jetzt gerade nicht, weißt du? Aber so ein richtiges Scheitern ist es ja nicht. Es ist ja nur verschoben am Ende. Ja, ja, ja. Also du wirst ja dein Wohnmobil trotzdem irgendwann abholen. Mhm. So schön einfach. Also es ist wirklich so eine tolle Temperatur zum Baden gehen. Also mir war auch wirklich kalt davor und jetzt halt gar nicht mehr so. Ich bräuchte nicht mal das Handtuch eigentlich. Oh, ich glaube, da ruft was. Vielleicht ist es mein Wohnmobil. Haha. Ja, ich habe mich ein bisschen beruhigt die letzten Tage. Es ist ja immer so bei Entscheidungen oder bei Entscheidungen, die einen irgendwie weiterbringen sollen, dass man halt so ein Stück Sicherheit, ein Stück Komfortzone irgendwie aufgeben muss. Und ich glaube, das muss ich jetzt. Ich war halt jetzt hier wieder so sehr so in meinem sicheren Umfeld und es ist auch total schön und man muss das auch nicht verlassen, wenn man nicht will. Aber ich weiß halt, dass mir das total viel bringt, da auch rauszugehen. Und ich liebe ja auch so das Adrenalin, so dieses, ach, keine Ahnung, ob ich heute Abend noch lebe und so. Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, meistens. Aber ja, das mag ich aber eigentlich schon. Und deswegen
wage ich es. Die Welt ruft. Beziehungsweise ich habe eh keine Wahl, denn das Airport-Parking hat mir auch schon gerufen, wann ich denn mein Auto da abholen will. Ja, bald.